Ja, bevor es mit dem richtigen Video losgeht, noch eine kleine Korrektur, weil ich habe das Video schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Also seht ihr nochmal einen Zeitstempel vom 26.07. Ist mittlerweile 4 Tage her. Mittlerweile hat sich da was geändert. Und zwar gibt es die besten 200 qualifizierten Bewerber. Man konnte sich auf die Warteliste setzen und es gab kostenlose Hardware. Diese Aktion ist leider beendet. Also wenn ihr das jetzt gleich hört, diese Aktion ist vorbei. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das Intro, dann geht's los. Viel Spaß. Ciao. Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir mal wieder ein neues Deepin für euch, also ein neues Projekt, was eventuell interessant sein könnte. Irgendwann mal, aktuell ja noch nicht scharf geschalten sozusagen, aber schon besuchbar, aufrufbar, beziehungsweise man kann sich halt eben informieren. Ja, und das könnt ihr natürlich auch machen, beziehungsweise bitte ich drum, gleich vorweg, bitte do your own research. Informiert euch bitte nochmal zusätzlich selbst, lest euch den ganzen Kram nochmal durch. Ja, teilweise ist manches ein bisschen unverständlich, etc. Ja, das neue Projekt, was wir euch vorstellen müssen, heißt Rover, so nenne ich das jetzt einfach mal, oder ROVR. Also beziehungsweise den Link zum Projekt packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung rein, beziehungsweise auch in den ersten Kommentar, den ich euch anpinne. Und zwar, ja, das ist der digitale Zwilling unseres Planeten, ist halt eben basierend auf Solana und wird halt eben auch durch Peak unterstützt. Ich halte mich jetzt relativ kurz, um es mal relativ ganz einfach zu erklären, beziehungsweise alle, die es vielleicht kennen. Es ist so eine Art Hive-Mapper, nur halt eben, dass es einen anderen, beziehungsweise einen noch tieferen Verwendungszweck hat, das Mapping quasi angeht. Aber gucken wir uns gleich an, keine Sorge. Gleich eins vorweg. Die ersten 200 qualifizierten Bewerber haben die Chance, auf kostenlose Hardware zu erhalten. Das heißt, wenn ihr hier klickt auf Warteliste, ihr füllt das Formular aus, das sind halt eben nur ein paar Fragen. Dann habt ihr die Möglichkeit, einmal Hardware für das Projekt zu gewinnen. Natürlich, es ist ein Deepin-Projekt, wir brauchen Hardware dazu fürs Mapping. Und ihr habt halt eben die Möglichkeit, dementsprechend noch Hardware kostenlos abzustauben. Wir sind mal gespannt, wenn einer von euch zum Beispiel ein Tarantula Miner in Anführungsstrichen, so heißt das hier, gewonnen hat. Meldet euch einfach mal bei uns. Ja, was ist Rover oder ROVR oder je nachdem, wie man es bezeichnen mag? Es ist eine dezentrale, globale, hochauflösende, für alles hinein geeignete Echtzeit-Arbeit-Plattform zur Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von 3D-Daten. Also es geht hier wirklich rein um das Mapping. Ihr seht hier schon mal so ein bisschen den ersten Eindruck davon. Ihr seht zum Beispiel hier, das ist eine LiDAR-Kamera unter anderem. Das ist quasi so ein Miner davon. Es gibt halt eben noch eine kleine abgespeckte Variante. Hier geht es um GPS bzw. RTK, um zu überprüfen, ob halt eben das auch stimmt. Das Teil hier ist sauteuer. Das gucken wir uns gleich mal an. Da war ich ein bisschen geflasht, wo ich gesehen habe, was der Miner kostet. Ja, also wahrscheinlich wer einsteigt, wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen, in diesen GPS-Miner sozusagen, weil dieser richtige Miner bzw. das Auge ist halt eben sehr teuer. Ja, Rovers Technologie, Philosophie und operativer Ansatz, hochpräzise Software, Hardware-Systeme gemäß Standards der Automobilindustrie. Da gucken wir uns auch gleich nochmal die Thematik mit LiDAR an. Das ist ja so eine Art Radar, sage ich jetzt mal. Hier seht ihr nochmal Realtime, also RTK, was ihr so ein bisschen aus dem JOTNET-Bereich kennt. Von daher auch quasi dieser GPS-Empfänger. Ein offenes Ökosystem, ja, das haben eigentlich fast alle. Das heißt, mit einer dezentralen, autonomen Organisation. Faire Tokenbelohnung. Auch die Tokenbelohnung gucken wir uns gleich nochmal an. Geht halt eben, also es gibt hier wirklich einen gravierenden Unterschied, aber wie gesagt, aktuell Projekt noch nicht live. Das heißt, ich kann euch noch nicht sagen, inwiefern das in Euro macht am Ende des Monats oder am Ende des Tages. Ja, erlaubnisfrei und zensurresistent. Also die Daten, die ihr damit aufnehmt, also Fußgänger werden zum Beispiel zensiert. Da wird halt eben nur die Bewegung aufgezeichnet etc. Das sind aber alles so Geschichten. Wir können eventuell nochmal einen Deep Dive machen, was das Thema angeht. Aber letztendlich müssen wir erstmal gucken, wie das Projekt überhaupt an den Start geht etc. Ihr seht hier nochmal das Arbeitsziel, es ist HD-Mapping, 3D und Digital Mirroring-Technologien. Ihr seht hier das klassische, das sind sogenannte Heatmaps.
Ihr seht hier, das ist eine Aufnahme mit einem LiDAR. Also LiDAR ist halt eben so eine Art Radarsystem, ganz, ganz grob ausgedrückt. Jeder LiDAR-Spezialist wird jetzt sagen, was erzählt denn der für einen Scheiß? Aber so kenne ich das zum Beispiel für autonomes Fahren ist das halt eben oder unter anderem erforderlich. Ihr seht hier, das heißt, das Projekt möchte halt eben dementsprechend die ganze Welt, also beziehungsweise mappen. Ja, und es geht halt eben mit diesen zwei Geräten. Das ist zum einen Tarantula, ich habe es jetzt auf Deutsch übersetzt, Vogelspinne. Ähm, Das ist der RDK-Empfänger, der hat noch Verschlüsselungsdesign, Immofusionsalgorithmen, Integration der neuen Generation, das Hand-Augen-Kalibrierungsmodell von ROVR, die was Telefongenauigkeit des Benutzers problemlos auf 2 cm steigern kann. Das heißt, ihr steckt das quasi in euer Smartphone ein, das muss am Fahrzeug installiert werden, ist ein GPS-Empfänger. Und hier ist Lightcone, also quasi Lichtkegel, das ist der richtige Miner dazu. Also es gibt halt eben Unterschiede zwischen den beiden, was auch den Rewards angeht, aber die Preise sind auch extrem unterschiedlich und das gucken wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Ja, wir scrollen mal hoch dazu. Also wie gesagt, guckt es euch nochmal in Ruhe an, was das Netzwerk angeht. Genau, hier seht ihr nochmal die Produkte, die das Projekt quasi machen will. Seht ihr hier, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, irgendwo dieses klassische AI-Mapping sozusagen. Das macht ja Natix mit der App ja auch so. Hier wird das Ganze nochmal ein bisschen anders dargestellt, sage ich jetzt mal. HD-Karten, jetzt mal kurz gucken. HD-Karten liest ihr jetzt gerade nicht. Also bin ich wahrscheinlich gerade drauf. Dann gibt es halt eben noch diese KI-basierende 4D-Daten, wo das auch nochmal ausgelesen wird. Markt, hatte ich selber noch nicht geguckt, kommt bald, also quasi da, wo man es kaufen kann. Und jetzt kommt unsere Hardware. Und jetzt haltet euch fest. Ähm, Die Vogelspinne, also quasi Tarantula, dieser GPS-Miner, kostet $149. Hier seht ihr nochmal die Hardware-Ausstattung jetzt. Dieser Lightcone, also der Lichtkegelminer, kostet $4.299. Und ganz ehrlich, und das ist nicht nur meine Meinung, ich meine, klar, LiDAR-Technologie, ich jetzt angesprochen, ist schon State of the Art, was Radar angeht, autonomes Fahren etc. Aber Mapping Miner für $4.300, was ja knapp 4.000 Euro sind, ich finde es ehrlich gesagt so fett, das ist zu teuer. Also sicherlich wird jetzt einer oder andere sagen, das ist für LiDAR-Technologie billig. Das mag ja alles sein, aber wenn ich in ein Projekt einsteigen will, dann will ich nicht für den Miner 4.000 Euro bezahlen. Das ist meine Meinung. Vielleicht seht ihr das anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielleicht macht Sinn, damit eine Vogelspinne, also quasi mit Tarantula einzusteigen. Ich weiß es nicht. Wir müssen halt eben auch mal gucken, wie sich das Projekt verhält, beziehungsweise wie das losgeht, weil das ist brandneu. Das ist extrem frisch, das Projekt. Ja, also ihr seht es aber hier, der preisliche Unterschied ist der Wahnsinn. Aber man merkt es halt eben auch in Rewards. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal das Gitbook dazu an, also quasi die Beschreibung, die Dokumentation. Also hier wird das Projekt also nochmal so ein bisschen erklärt. Einleitung, wieso, weshalb, warum, Technologie, Philosophie, wie das Ganze funktioniert, was dazu beitragen möchte, öffentliches Ökosystem etc. etc. Also hier ist wirklich das relativ gut beschrieben. Ich sage es mal ganz einfach so. Hier seht ihr nochmal, also das ist quasi die Vogelspinne, das, was ihr da euch am Fahrzeug installieren könnt. Und hier ist halt eben die eigentliche Miner für das Mapping mit LiDAR. Das macht halt eben dann auch die 4D-Aufnahmen und so weiter und so weiter. Ja, es gibt auch Nodes, habe ich auch schon gesehen. Das könnte eventuell für alle, die nicht mit Hardware rumbasteln wollen, nochmal interessant werden. Aber wir werden es halt eben sehen. Hier Vogelspinne Mini. Das ist quasi dieser Miner, was ich euch eben gezeigt hatte. Hier dieses Teil, GPS-Antenne sozusagen mit dem Handy verbunden. Schon geht's los. Wird natürlich bei einigen Fahrzeugen schwierig, da ein Kabel irgendwie rein und raus zu führen. Aber kennt ihr ja, das ist halt eben schon ein bisschen. Hier ist nochmal der Viper Laser sozusagen. Mit den ganzen Kram hier. 4K Global Shutter Kamera, Multi-Channel Solid LiDAR. Eine Messeinheit und Batterie-Input und hast es nicht gesehen. Also so nochmal das Ganze erklärt. Aber wie gesagt, 4.000 Euro. Ja, hier wird nochmal erklärt, HD-Karten, das Kartenmapping. Also ansatztechnisch, ich sag's mal ganz grob, wie bei Hive Mapper sozusagen.
Was interessant ist, ne, hätte ich auch gleich weiter scrollen können. Was interessant ist, ist halt eben die Tokenomics. Und hier kommt der kleine Unterschied. Also hier in der Tokenomics wird halt eben erklärt, wer wie viel kriegt. Ihr seht hier nochmal das Gesamtangebot, wie wird was ausgeworfen und so weiter und so fort. Es gibt ein Mintburn-Modell, es gibt Datenguthaben, DC kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem Helium-Bereich. Es gibt eine Tokenbelohnung, also eine wöchentliche Belohnung, seht ihr hier. Es gibt eine Belohnungsstruktur und hier werden nochmal die Rewards. Also das ist der interessanteste Teil von allen. Ihr seht hier mit Tarantula, also das ist quasi diese kleine Vogelspinne, dieser kleine GPS-Sensor, der macht 5 Rover-Token auf 100 Kilometer. Das heißt, auf qualifizierte Daten. Hier ist es halt eben mal so, im Gegensatz zu Demo oder Swordchain, hier kommt es wirklich auf die Kilometer an. Und hier profitieren vielleicht auch Vielfahrer davon. Ich weiß es nicht. Also die wirklich extrem viel mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Hier seht ihr 5 Rover-Token auf 100 Kilometer. Ist halt eben die Baseline Rewards für den kleinen GPS-Miner. Und ihr haltet euch fest, für den Viper Laser, also quasi für den 4000 Euro Miner, bekommt ihr auf 100 Kilometer 200 Rover. Das bedeutet, die Rewards sind 40 mal so hoch, also 40-fach so hoch. Der Preis ist allerdings auch fast 40-fach so hoch. Also, ne, das seht ihr ja hier schon. Und 200 Rover auf 100 Kilometer oder ROVR, ich sage Rover dazu, hört sich irgendwie besser an. Seht ihr hier auf 100 Kilometer, wenn ihr qualifizierte Daten anliefert. Da ist natürlich die Frage, mit wie viel geht der Kurs los. Wenn 5 Rover 5 Euro sind, sage ich mal, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann hat ein Vielfacher ruckzuck die 150 Euro für das kleine Ding hier wieder drin. Wenn 5 Rover nur 10 Cent und das 50 Cent sind und ihr auf 100 Kilometer 50 Cent kriegt, dann lohnt sich nicht. Dann habt ihr ewig rumzuballern, ehe ihr quasi erstmal den Mana finanzieren könnt und Litecoin erst recht nicht. Ne, obwohl 40-fache Rewards. Ja, also es ist halt eben zu überlegen. Ja, ihr seht, es gibt noch coole Dinger. Das heißt, es wird NFTs geben. Das heißt, an gewissen Lokationen, in gewissen Städten, Orten gibt es NFTs. Die NFTs werden zum Beispiel dafür sorgen, dass sich eure Rewards erhöhen. Seht ihr, 5-fach Earnings zum Beispiel in Los Angeles irgendwo. Und das macht es halt eben interessant, dass halt eben da auch viel rumgefahren wird, also das Fünffache an den Rewards. Ja, ich möchte das Video jetzt nicht in die Länge ziehen. Ich denke, ihr solltet hier nochmal euch selber ein Bild machen. Ich packe euch, wie gesagt, den Link in die Videobeschreibung rein. Ich denke mal, der Ansatz ist gut, der Ansatz ist aber bekannt, ähnlich wie Hivemapper etc. oder Natix. Die machen ja an und für sich das Gleiche vom Prinzip her. Ansonsten mir gefällt der Ansatz, mir gefällt es auch auf der Solana-Blockchain, mir gefällt halt eben das, was sie machen, aber was mir wirklich ein bisschen negativ aufstößt, und das hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt, das sind halt eben die Hardwarekosten, die hier mit knapp 4000 Euro zu Buche schlagen. Das ist eine Hausnummer, ja, ich sag's mal ganz einfach. Gut, das war's von mir, Link packe ich euch in die Beschreibung rein, bitte informiert euch selbst, ich bedanke mich bei euch, bis die Tage, bis später, ciao.